Hi guys, it's me, and it goes on with my ATCs a day 2019. So we are at day 10 to 12, and this card I thought I kept the images how I made, or the footage, how I made this impression. I didn't, but easy. I put model in paste on that card, and then I had this die cut of this seahorse, pressed it in, let it dry a tiny bit, and then I removed it, so I got the impression. Problem is, I messed it up while it was drying. It was laying around here. I was working on it, and I put something on top of it, and so it is a bit messed up on the bottom. And my idea was, of course, pouring this Papillon mixed media stuff into it now, but the parts where it was messed up, it's pouring over or it's flooding over. But I can fix it, so it's not a problem. My basic idea is working. So, as you can see here. So, hallo ihr Lieben, ich habe das ist jetzt meine ATCs für jeden Tag in 2019 jetzt, und das ist Karte 10 bis 12. Und hier hatte ich das bisschen verloren jetzt an Aufnahme, wie ich gezeigt habe, wie ich das hier mit dem Eindruck hingekriegt habe. Mit dem Eindruck, also mit dem, ja, ihr wisst, was ich meine. Und zwar hatte ich da jetzt ganz einfach Modellierpaste draufgepackt, und dann habe ich dieses Stanzteil habe ich ausgestanzt, dann in die Modellierpaste reingedrückt, habe das ein kleines bisschen trocknen lassen und dann entfernt. Habe dann aber das hier liegen gehabt zum Trocknen und irgendwie völlig was draufgelegt. Ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und dann ist es natürlich kaputt gegangen an manchen Kanten. Und meine Idee, dieses Pebeo-Zeug da reinzuschütten, ja, ist dann ein bisschen ja, schief gegangen. Es hat geklappt. Es ist zwar rausgelaufen, wie ihr gesehen habt, aber ich konnte es sauber machen. Habe dann das Pebeo reingeschüttet. Das ist erstmal dieses Grundzeug. Und dann gibt es dann noch so ein paar Medien, die man dann da reinschütten kann, die so verschiedene Effekte machen. Hier auf diesem kleinen ja, Teil funktioniert es nicht so extrem gut, kann man nicht so gut sehen, aber es ist immer noch ein schöner Effekt. You know, on this little part where I put now this moon and prisma medium in, normally they're having this effect of hammering, or this hammering effect, or this honeycomb effect. In this case, of course, in these little spaces, it wouldn't show up as much, but still a nice effect. So I'm mixing something now for the background, and this is this lightening stuff, or thinning. You can thin it down, and then this I can't really say what it's called. The problem with this medium from Pebeo is you have to get into that. You're somehow, I can't really, it would be a video by itself. If you're interested about that, please tell me. I would make a video about that, but it is really not something I can tell you in 5 minutes now. So sorry for that, but if you're interested, tell me. I will have a look if I make something. I don't know if I've done something already. I will have a look. Otherwise, I will refer to it. So, ich habe jetzt hier, das ist relativ schwierig, über das Pebeo zu sprechen, wie, warum und weshalb in 5 Minuten. Das ist ein Ding, da muss man mal ein ganzes Video drüber machen. Es gibt nur wenige darüber. Ich weiß nicht warum. Ich musste mich selbst reinfummeln in diese Materie. Ich finde das Medium total toll. Ich liebe es. Aber es ist relativ schwierig, da was Vernünftiges zu finden. Aber wie gesagt, in 5 Minuten kann ich euch das jetzt nicht näher bringen. Ihr müsst im Prinzip, wenn ihr mehr darüber wissen wollt und ihr wollt, dass ich dann ein Video darüber mache, sagt es mir, dann gucke ich mal. Aber ich hatte jetzt gedacht, ich hätte schon mal eins gemacht, bin mir jetzt nicht sicher. Wenn, dann packe ich das unten in die Description Box, einen Link dazu. Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber ich habe so viel gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal eins gemacht habe. Wie gesagt, wenn ich schon mal eins gemacht habe, packe ich den Link unten rein. Wenn nicht, sagt einfach, wenn ihr was sehen wollt. Ich meine, hier kann man so ein bisschen den Effekt sehen. Das dauert natürlich ein bisschen länger. Das Zeug braucht auch lange, bis es trocknet. Ja. So you could see the effect a tiny bit, and it takes quite long to dry. So that was the second card. I'm going now to the third card, and that will be a bit differently. You know,
started with the making 3 cards each video, and after a while I stuck to a theme with 3 cards of them. But with this one I made 2 with the Pebeo stuff, and this is the third one that's more the steampunky stuff. So yeah, but it's okay, it's completely different, and I needed something I can work on while the Pebeo stuff is drying, because that really takes a long time. And you could see I used, even for the ATC card, leftovers. I had this cutouts, this alphabet cutouts, and this tiny card, watercolor card already colored, and I didn't want to waste it. So that's how you can make it. It doesn't mean a card needs to be intact, and you can put something else on it. So that's what I want to show you with leftovers. Whatever it is, try to use it up in your art. So, ich habe dann hier, habt ihr gesehen, die Karte, hier, die habe ich aus Überbleibseln, das war nicht mal die richtige Größe, habe ich dann zusammengepackt von so Ausstandsresten. Das einfach, um euch zu zeigen, ihr müsst ja nichts richtig wegschmeißen. Ich meine, so ganz kleine Schnipsel schmeiße ich natürlich auch weg. Ich hebe jetzt nicht wirklich jeden Mist auf, aber selbst wenn es zu klein ist und man denkt, oh, das hat keine 2,5, 3,5, man kann immer noch was dahinter machen, wie hier mit diesen Ausstandsteilen, wo man im Prinzip nur die Ränder benutzen konnte. Aber es ist immer, oder es lohnt sich oft, Sachen aufzubewahren. So, jetzt wollte ich hier dieses Steampunk noch haben, habe das nochmal extra gestempelt und dann eben ausgeschnitten als Titel. Und ich arbeite hier hauptsächlich mit diesen alten, ja, natürlich mit den Stempelmotiven, die dazu passen, und mit Vintage Foto, mit den Distress Inks, das passt natürlich immer. Dann habe ich hier meine Rostreste, die ich verwerte. Und dieses kleine Papierschnitt, oder nicht mal Papierschnitt, sieht aus wie ein Stofffetzen. Das ist kein Stoff, das ist handgeschöpftes Papier. Da habe ich noch haufenweise hier, und ja, das versuche ich auch zu benutzen, weil das ist relativ teuer. Ich meine, ich benutze das so nicht viel, aber da wegschmeißen will ich das jetzt auch nicht. Also Restekiste. Okay, pack jetzt hier meine Sachen zusammen, versuche so halbwegs Sinn darin zu finden. You know, I'm yeah, using up all my rusted stuff here, and try to get into the steampunk theme with it, of course, and with stamping, using mainly vintage photo distress for that, of course. And so this is a paper climb part I molded, and from one of my keys. Actually, it's an old key, of course. We haven't got locks like that here in the house now. It's from this old box I have with all my family documents in. So that's the key, and I looked for an older looking key to make a mold, and that's what it is. I removed all the overhanging parts, of course, and work on it now, because I wasn't up getting all my rusting stuff, my iron out, and so that's why I'm using this stuff from yeah, tell me, already forgot. That's Imagination Crafts, of course. Dieses rusty patina stuff. I have different colors in that, and there are little grains in, so they are imitating the rusty effect. So that's quite nice to work with. And here, this little left white bits I had, I'm working on with an ink pencil to get rid of that, and it looks pretty good, I must admit. So, ich habe dann hier jetzt mit den Imagination Crafts Rusty Patinas gearbeitet, um den Schlüssel, den ich ja aus Fimo gemacht habe, noch ein bisschen Rostaussehen zu geben, weil ich wollte jetzt nicht mein Eisenzeugs rausholen, womit ich eben richtig roste, und das ist dann auch immer doch zu aufwendig, und jetzt für diese kleinen ATCs habe ich gedacht, das muss nicht sein. Und deswegen habe ich das hier mit den Rusty Patina Zeugs gemacht. Das hat so Stückchen drin, das ist wie so ein Kaffeesatz, fühlt sich das an, und macht so ein, ja, imitiert so diesen Rostlook.
so wie die anderen Produkte eben auch. Und das funktioniert aber ganz gut. Ich finde das ganz okay. Arbeite da einfach schon mal ganz gerne mit. Aber wie gesagt, meistens roste ich doch lieber richtig mit Eisen. Und so, ja. Die abgeschnittenen Teile, die kommen jetzt wieder drauf. Die schmeiße ich nicht weg. You know, the parts I cut off at the edges, I put them always back on my work. Because why should I chuck them out when when it looks great, and I really like to do that. So a bit of shading here, and now that's almost dry. It's basically dry, yeah. And I didn't want, the problem is with this medium, it is difficult to put something else on a paper thing, or it looks so alien when you put something paper on it, or so that's why I decided to do it in this way, and I think that looks rather good. I really like it. I don't know this little beads, type of oh, I think they are from Ina Salisbury. Oh yeah, right, she sent it with some of the bits and pieces challenge bits. Yeah, that's right. And look, you can use everything up. That's my problem, never chuck something out and ending up with a lot of leftovers. Diese Lösung jetzt hier als Embellishment habe ich gewählt, weil mit dem Pepio, wenn man das benutzt und dann so Papier drauf macht, das sieht eben irgendwie komplett fehl am Platze aus. Deswegen fand ich jetzt die Lösung hier mit diesem Band und dann diesen Steinen, was immer das auch sein soll, und dem Charm ganz hübsch. Das habe ich übrigens, die Charms sind, oder die nicht Beads, wie heißen die, Perlen, nicht Perlen, also dieses weiße Zeugs da, diese Steine, die habe ich von Ina Salisbury, mit der ich ja hin und wieder die Bits and Pieces Challenges mache, und das war in einem der Pakete, das hatte ich nicht benutzt und sind natürlich jetzt perfekt, da ich ja nichts wegschmeiße, wie ihr mittlerweile wisst. Irgendwann benutze ich das. Okay, so for the next ATC, that one with the Pebeo background, I cut out some stars, and that's one of my leftovers as well, my acrylic skins, and this particular acrylic skin actually is from Ina Salisbury as well. We did a challenge together and exchanged skins, so that's quite funny that on this project I use stuff from Ina on both. That's quite funny. Didn't think about that now. So these are some half pearls or whatever. It's in my stash since 10 years, I don't know, 10 years or it's in my stash and I don't know where it comes from. So, and I wanted to go around these edges with to enhance it, or to make it more stand out, but with the black it didn't work, so I used some white afterwards. So, ich habe jetzt hier mit den Acrylskins noch gearbeitet, die ich übrigens auch von Ina bekommen habe. Wir hatten uns dann mal ausgetauscht in einer Challenge, und mit dem Schwarz hat das nicht ganz so schön hervorgestanden. Deswegen benutze ich hier weiß, und dann, das finde ich, funktioniert sehr viel besser. So, und das war es dann schon. Ihr werdet das Close-Up jetzt kommen sehen, und von den 3 Karten. You know, guys, the close-up is coming now. And I say thanks a lot for watching. I hope you like it. If so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. You know that I always answer and I like to interact with you. And I hope I'll see you soon with my next project. So until then, have a fantastic time and stay creative. Bye bye, guys. So, ihr Lieben, das ist jetzt das Close-Up, wie gesagt, und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß, konntet was mitnehmen, und ich wäre total schön, wenn ihr das mit einem Daumen hoch belohnen würdet, und einen Kommentar würde ich mich auch extrem drüber freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin, bleibt kreativ und habt eine tolle Zeit. Also bis dann, macht's gut, ciao.